Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir einmal das Video Creativity Steroids von Bobby Chu anschauen. Eine Koryphäe im digitalen Kunstbereich, würde ich sagen. Ja, und darauf reagieren, weil darin stellt er wohl anscheinend verschiedene Kreativitätstechniken vor. Und da ich selbst professionelle Künstlerin bin und eben auch eine Schule leite, die S-Art School, solltest du noch nicht davon gehört haben, wo ich unter anderem auch einen Kurs leite, wie man kreative Ideen und Konzepte entwickelt, interessiert mich das natürlich besonders stark. Und ja, man kann, glaube ich, nie genug Kreativität haben. Deswegen hat mich das sehr interessiert und ich würde das jetzt einfach einmal starten. Let's go! Hey everyone, Bobby here. I've been working in movies for almost 20 years now, so being creative is something that I'm very familiar with. And I've been teaching art for even longer than that, probably around 25 years. And that's why in this video, I'm going to share with you 3 tips for creativity steroids. Not real steroids, just like creativity steroids, how to amp up your creativity to the highest levels to bring out your absolute potential. Okay, so 3 tips. Here's number 1. Number 1 is fill your library. What do I mean by that? Wahrscheinlich die mentale Bibliothek. Library. If you have a library, Mental library. That's very nice for you. A lot of us don't. But hey, I'm talking about the mental library. Ja. Right? If you don't have any books in your mental library, it's hard for you to be creative in any way because you don't have any resources. You don't have anything to kind of work off of. So actually allocate some time to fill up your library, to be able to peruse things and try to collect some possible inspiration. Now, it doesn't mean that. Ja, genau. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob er es jetzt noch weiter ausführt, aber um das nochmal klarzustellen, es geht wirklich darum, wenn du kreativen Output generieren möchtest, ja, brauchst du immer erst einmal Input. Ja, du musst quasi was hier oben drin haben, um daraus auch wieder schöpfen zu können. Das ist eigentlich mit mentaler Bibliothek, Mental Library gemeint, ja, dass man den Kopf mit Inspiration füllt und das muss nicht aus Büchern kommen. Das ist natürlich eine sehr gute Quelle, aber generell jede Erfahrung, die wir irgendwann mal gemacht haben, die speist natürlich unseren Erfahrungsschatz und damit eben unsere Erinnerung, unsere mentale Bibliothek. Aber es können auch ganz andere Sachen sein, ja, von normalen Eindrücken, wie dass man sich Filme anschaut, Musik hört, all das speist natürlich mit rein. Aber eben auch gerade bei uns Kreativen, wenn wir zum Beispiel zeichnen oder 3D modellieren, dass wir das eben nicht nur aus dem Nichts heraus machen, weil das ist ja schon wieder Anwendung, sondern dass wir auch immer wieder unsere Bibliothek füllen und erst einmal studieren, was bereits da ist. Ja, also uns einerseits die Realität anschauen. Zum Beispiel beim Zeichnen ist es eine ganz gute Technik, immer mal wieder Live-Drawing-Sessions zu machen. Ja, also Gesture Drawing nennt sich das auch. Figürliches Zeichnen, ja, dass du irgendwo zu einem Aktzeichenkurs zum Beispiel gehst oder wenn du nackte Leute jetzt nicht so gern siehst, vielleicht auch in einem Museum. Also müssen auch keine Menschen sein, ja, zum Beispiel so Naturkundemuseen, Dinosaurier oder auch noch lebende, echte Tiere. Sowas natürlich Zoos, ne, auch wenn die ein bisschen kritisch zu betrachten sind, weil das eigentlich nicht so sonderlich tierfreundliche, Unternehmen sind, sage ich mal. Also Zoo ist generell sehr kritisches Thema. Aber sagen wir es mal so, wenn du das nicht unterstützt, dann kannst du auch zum Beispiel auf Fotos zurückgreifen, online, Stocks, ja, oder auch Dokumentarfilme ist sehr gut, dass du wirklich immer erstmal das studierst, ja, Zeichenstudien davon anfertigst, bevor du aus diesem ganzen Wissensschatz und dann eben nicht nur dieser einen Studie, sondern aus einer Masse von Studien und eben auch deinen Interessen und eigens bereits gelernten Stilelementen zum Beispiel. Ich zeichne zum Beispiel sehr gerne Knochen und Blumen. Das tue ich immer wieder so in meine Werke einarbeiten und generell natürlich auch figürlich. Diese Kombination aus eigenen gelernten Stilelementen und Interessen als auch eben
Inspiration, das können reale Elemente sein, aber auch zum Beispiel Studien alter und neuer Meister, also deiner Vorbilder. Diese Kombination, ja, und das eben auf lange Zeit betrachtet, das bildet deinen Stil und daraus kannst du dich immer weiter verbessern, eben wenn du vor allen Dingen deine mentale Bibliothek aufbaust, weil sonst kaust du eben immer nur wieder, was du bereits kennst, ja, ohne, das sage ich immer wieder auch in meinem Kurs, ohne ohne neuen Input kannst du keinen neuen Output generieren. Ja, wenn du wirklich originell kreativ sein willst und Fehler langfristig reduzieren willst, ganz vermeiden lässt sich das nicht, aber immer besser werden willst in deiner kreativen Tätigkeit, was auch immer das ist, dann brauchst du immer wieder Studien aus Realität oder eben von deinen Vorbildern. Du darfst nicht immer nur wiederkäuen, was du bereits kennst. Ich glaube, nicht nur ich glaube, sondern ich weiß, darauf will er hinaus. Ich wusste jetzt nicht, ob er es noch weiter ausführt, aber dass ich das schon mal hier kurz erkläre. Schauen wir mal weiter. If you're researching, if your whole entire goal is to paint and draw a cat, it doesn't mean to look at just cats. I'm saying to look at different subjects. That's okay as well. And you always try to relate it back to your task of designing a cat, for example. Here's another part to filling up your mental library. Look to the past. Because history is Ich glaube, ich will gerade noch mal kurz darauf eingehen, was er mit der Katze meinte. Ja, also er hat jetzt gesagt, Beispiel, du willst eine Katze zeichnen, dann schau dir nicht nur Katzenbilder an. Das ist natürlich auch wichtig, ja, weil sonst tust du ja dann nur diese Katzenbilder wiedergeben. Aber da kommen eben genau andere Referenzen dann auch ins Spiel und eben auch deine eigenen Interessen. Ja, bei mir wäre es zum Beispiel so, ich würde das als allererstes intuitiv eben mit meinen Interessen Anatomie und Blumen kombinieren. Da würde ich zum Beispiel eine Komposition vielleicht mit einem Blumenarrangement oder eben Knochen, ich mag es mal so ein bisschen teilmorbide, würde ich irgendwie so das Ganze kombinieren und eben nicht nur das einzelne Element Katze nehmen. Das ist ganz oft, oder das ist eigentlich schon so der erste große Tipp auch von mir, dass du, wenn du etwas designst, dass du mehrere Gebiete vereinst. Ja, oder zum Beispiel, du hast jetzt dieses Thema Katze, okay, welches zweite Thema, was erstmal so gar nichts damit zu tun hat, könntest du denn damit kombinieren? Ja, Katze, keine Ahnung, jetzt Winter zum Beispiel oder Jahreszeiten. Vielleicht machst du da 4 verschiedene Darstellungen. Wie sieht eine Katze im Winter aus? Oder zum Beispiel auch, es gibt ja diese Elemente-Zeichnung, ja, oder zum Beispiel auch Pokémon, die an bestimmte Elemente angepasst sind. Das fällt mir jetzt zuerst ein. Wie könnte wirklich eine Katze vom Element, also eine Fantasiekatze sozusagen, vom Element Winter her aussehen zum Beispiel. Da hältst du es schon viel origineller, als wenn du jetzt einfach nur eine Katze zeichnen würdest. Kleines Beispiel, ne? Das kannst du natürlich noch beliebig weit ausweiten. Und je mehr Interessen du gut kombinierst, desto origineller wird es in der Regel auch. Du musst natürlich darauf achten, auch die Balance zu wahren, klar. Weil wenn du zu viele unterschiedliche Konzepte kombinierst, versteht man es erstens nicht mehr und oft wirkt es dann auch so ein bisschen wie ein ganz kunterbunter Kladderadatsch, das willst du natürlich auch nicht. Aber das wäre so diese erste Herangehensweise. Du hast so ein generelles Thema, mit welchen anderen kannst du das kombinieren und natürlich erstmal schauen, was haben Vorbilder bereits gemacht, was existiert bereits in der Realität, eben wovon er spricht, fill your library, deine mentale Bibliothek füllen. Ja, da erstmal gucken. Und jetzt sagt er was von der Vergangenheit. Gucken wir mal da, was er konkret damit meint, wie man die als Inspiration nutzen kann. Perfect filter, but it is a pretty good filter. It filters out a lot of the stuff that is less remarkable and leaves some really remarkable art. So if you look to the past, if you look into your history of art, the stuff that you'll generally come across is going to be really good stuff. Really good books for Es spricht ja von den alten Meistern, okay. Now, it's not perfect. Like I said, there are a lot of hidden gems, but it's not bad. Okay? The other thing is, I touched on this, look for great combos. This is exactly why I say
that you can. Muss ich auch noch mal kurz reinhaken. Ich glaube, er spricht jetzt das an, was ich gerade schon gesagt habe, aber noch mal zum Thema Vergangenheit. Er hat sich jetzt gerade wirklich auf alte Meister, so wie ich es verstanden habe, primär bezogen. Ja, also wirklich, was gab es schon an Kunst in der Vergangenheit? Das kannst du natürlich angucken, aber ich fand es auch gerade spannend, den Gedankengang wirklich in die eigene Vergangenheit auch zu schauen. Ja, was hat dich in deiner eigenen Vergangenheit berührt? Welche Themen gab es da? Welche Interessen gab es da? Da habe ich auch schon ganz, ganz oft aufgebaut und sehr originelle Werke schaffen können. Ja, auch Thema Vergangenheitsaufarbeitung. Kunst ist ja oft auch eine Form der Therapie. Ja? Es gibt nicht umsonst die Therapieform, ne? Kunsttherapie, das gibt es ja als eigenständige Form. Nee, aber dass du wirklich auch deine eigene Geschichte aufarbeitest und origineller geht's eigentlich gar nicht, ne? Weil niemand kann dieselben Erfahrungen gemacht haben wie du. Daraus kannst du auch extrem viel Kreativität ziehen. Ja, ein persönliches Beispiel, ich habe in meiner Vergangenheit einige Male mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Ja, das ist ein ernstes Thema, es war auch keine schöne Zeit, aber das habe ich unter anderem, da hatte ich mehrere Lösungsansätze, aber das habe ich unter anderem eben bewältigt, indem ich auch Kunst geschaffen habe. Ja, ich habe das Thema, diese echt extrem beschissenen Gefühle, sage ich mal, habe ich unter anderem auch in Bildern verarbeitet, ja, und aufgearbeitet. Das sieht man heute auch, würde ich sagen, wenn man da so ein bisschen meine Vergangenheit da reinscrollt. Ich habe da ein Werk geschaffen, das werde ich hier auch mal einblenden, Constrained, ja, wo ich genauso diese Gefühle in dem Moment auch verarbeitet habe. Und ich glaube, das merkt man auch sehr gut an der Haltung, an dem Gesichtsausdruck der Figur. Damals war ich noch nicht so gut, was das Thema Füße und Hände zeichnen anbelangt. 2017 war das, glaube ich. Jedenfalls, da habe ich das Thema aufgearbeitet. Ja, und auch wieder, was ich schon vor uns gesagt habe, ne, meine Referenzsubjekte, Anatomie, Schädel und Pflanzen, ne, das ist auch mit eingeflossen. Aber prinzipiell das Grundkonzept, das hat sich hier in dem Beispiel eben aus meiner persönlichen Erfahrung gespeist. Und das kannst du auch machen. Ich dachte, darauf geht er jetzt drauf ein, aber das war es nicht. Deswegen wollte ich das mal kurz noch ansprechen. Das kann natürlich auch sehr wertvoll sein. Ja, und jetzt geht es hier um Kombination, was ich auch schon gesagt hatte, ne? Mehrere Themen kombinieren, dann wird's noch mal origineller. Schauen wir mal, was er dazu sagt. Totally look for different subjects. That's totally fine. And what you want to do is you want to try to combine things, right? So, for example, one of my favorite shows that I've seen recently is The Penguin. And that is a Oh, das habe ich noch nicht gesehen. DC comic book characters and The Sopranos. Das würde mich mal interessieren, wo es das gibt. Ich liebe ja den Pinguin, also wo Oswald in der Gotham-Serie, ich liebe den Schauspieler und ich liebe den Charakter, der ist so gut geschrieben. Das wusste ich gar nicht, dass es da eine neue Serie dazu gibt. Ist natürlich deutlich echter den Comics nachempfunden, ist jetzt nicht so der most prettiest Penguin, aber es sieht gut aus, das muss ich mir mal noch angucken. Und jetzt spricht er von The Sopranos, okay. That sounds amazing, right? A lot of times, just by itself, it's mediocre, or maybe it's not even that good. You combine it with the right stuff, though, all of a sudden, you got magic happening, right? It's like French fries and ketchup, or mayonnaise. Ja, Mayonnaise. Okay, anyways, here's the last really wonderful way to fill up your mental library, and that's boredom. This is das habe ich heute nicht mehr. Hardly anybody goes to now. Because we're never bored. We always have a device with us or something. Oh ja. We're always inundating ourselves with information. Well, a lot of times the best ideas, they're quiet ideas, they're shy ideas, and they don't actually come into your frontal lobe until you've cleared all of that stuff on your mind so that there's room. Ja, ich glaube, was er eigentlich anspricht, ist nicht Langeweile, weil Langeweile finde ich eher was Negatives, was es auch zu vermeiden gilt. Ja, Langeweile, das definiere ich für mich eigentlich so als verschwendete Zeit, ja, wenn du nichts machst, aber eigentlich was machen willst, aber nicht so richtig weißt, was. So, das ist für mich Langeweile und das will ich definitiv nicht haben und das habe ich auch gefühlt seit meiner Kindheit nicht mehr gehabt und da war es auch nur aus ganz bestimmten Gründen, wenn ich irgendwo nicht hin konnte oder was auch immer, aber das habe ich eigentlich nicht Langeweile. Ich glaube, was er meint, ist eben bewusstes Innehalten, also eigentlich mehr eine Form der Meditation, was ja ausgesuchtes
Stillsein ist, ja, ausgesuchtes in sich kehren, bewusstes in sich kehren, zur Ruhe kommen und eben nicht dieses forcierte und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ja, dafür nehmen wir uns definitiv zu wenig Zeit, das stimmt. Und ich glaube, du kennst das auch, den Spruch, oder hast es auch schon mal selber erlebt, dass unter der Dusche die besten Ideen kommen. Und mir geht's tatsächlich auch ganz oft so, ne, weil man da entspannt und in der Regel eigentlich nichts anderes zu tun hat, außer sich zu waschen. Da kommen oft relativ gute Ideen, ne, wenn man einfach mal wirklich, wie er sagt, so seinem Kopf die Freiheit lässt, frei zu denken, ohne dass man jetzt gerade mit irgendeiner Task, mit irgendeiner Aufgabe beschäftigt ist. Das stimmt natürlich, ja. Aber Langeweile würde ich es definitiv nicht definieren. Das ist nicht was, nach dem man streben sollte, meiner Meinung nach. Aber Meditation definitiv. Und sei es nach dem Duschen, ich habe da auch schon mal gesehen, das wollte ich eigentlich auch schon mal machen, es gibt so einen Duschvorhang, wo man, während man quasi duscht, mit einem Stift draufschreiben kann, wenn man Ideen bekommt. Das fand ich total cool. Aber ich mache es mittlerweile so tatsächlich, weil es ist gefühlt jedes Mal so, wenn ich duschen gehe, dass ich wirklich eine Idee bekomme, dass ich direkt danach zu mir halt ins Zimmer gehe und da habe ich immer schon so einen Block vorbereitet, also Schreibblock, wo ich mir dann direkt Notizen mache. Also, dass du sowas auf jeden Fall dir bereitlegst oder dir eben auch wirklich abseits davon eine Routine zurechtlegst, wo du genau das bekommst. Ja, sei es Meditieren an sich. Ja, das ist ja so die Urform, dass du dir das sollte man ja auch eigentlich machen und ich mache es auch definitiv zu selten, aber ich mach's. Und ich habe auch auf jeden Fall die Vorteile davon schon erlebt. Nicht nur was Kreativität anbelangt, das ist einfach sowohl für deine mentale als auch physische Gesundheit, das ist einfach das Nonplusultra-Meditation. Aber ja, wenn du das regelmäßig irgendwie eingerichtet bekommst, zum Beispiel beim oder vorm Schlafengehen, ja, einfach 5 bis 10 Minuten, da versuchst dich auf deinen Atem zum Beispiel zu konzentrieren. Atemmeditation finde ich immer persönlich am leichtesten. Und viele verstehen das auch falsch, Meditation, dass es nur dann gelingt, wenn man an nichts denkt. Ja, aber genau das ist ja die Herausforderung. Man wird immer wieder an irgendwas denken. So funktioniert unser Kopf. Meditation ist die Übung, genau davon immer wieder wegzukommen. Die Herausforderung zu bemerken, ich habe jetzt einen Gedanke, vielleicht sogar einen negativen Gedanken, egal, es kann aber auch ein positiver sein, sondern es geht einfach darum, die Sachen loszulassen, ja, und sich wieder bewusst auf eine andere Sache zu konzentrieren, sei es das Ausblenden davon, das wäre so diese reinste Form von Meditation, oder eben, was ich leichter finde, weil man da eben diesen physischen Anker hat, sich wieder auf den Atem zu konzentrieren, also wirklich, wie atme ich gerade? Ja, darauf. Wo und wie fließt der Atem? Sowas. Und das befreit natürlich den Kopf, ne? Wenn man nicht die ganze Zeit verankert ist in vielleicht Ängsten, Sorgen, irgendwelchen Gedanken. Das muss ja nichts Negatives sein. Ja, auch euphorische Gedanken können auch von Kreativität abhalten. In der Regel weniger natürlich. Die beflügeln in der Regel eher. Es kann aber auch sein. Ja, das ist nicht ausgeschlossen. Und da kann es eben auch extrem helfen. Das finde ich, spricht er hier vollkommen richtig an, dass man einfach immer wieder in sich kehrt und zum Beispiel Meditation nutzt, muss es aber nicht sein. Es können auch andere praktische Sachen sein. Und tatsächlich sehe ich es auch so, dass Zeichnen oder eigentlich jede Art des Kunstschaffens, sofern man sich im Flow-Bereich befindet, also man die Sache schon gut genug beherrscht, dass man nicht allzu sehr mehr darüber nachdenken muss. Also wenn man jetzt sich zum Beispiel ein Projekt setzt, wo man weiß, das ist ein bisschen zu schwer für mich jetzt und da müsste ich jetzt erst noch sehr viel recherchieren, dann eher nicht. Aber wenn du zum Beispiel, wie ich kann schon sehr, sehr gut und intuitiv Schädel beispielsweise zeichnen. Das ist so mein Go-To-Motiv. Ich liebe es. Das ist für mich eine Art der praktischen, kreativen Meditation, weil ich kann das, ich komme da in den Flow. Es hat immer noch so eine gewisse Herausforderung. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich das wie eine Druckermaschine komplett raushauen kann. Das auch nicht. Ich muss schon drüber nachdenken, aber nicht allzu sehr, so dass ich immer noch Freiheit in meinem Kopf habe und da so richtig, vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, ich hoffe es als kreativer Mensch, ja, dass du da so wirklich in dem Moment aufgehst. Du vergisst alles um dich herum und fühlst dich richtig gut, sowohl im Prozess als dann auch danach. Und mir geht's meistens so, nicht im Prozess, aber dann danach ist mein Kopf so beruhigt, so gut, fühlt sich so gut an, dass ich ganz viele neue Ideen für andere Motive bekomme. Ja, also der Prozess selber des Kreativschaffens
führt zu mehr Kreativität. Ich will noch mehr schaffen. Ich bekomme Ideen, jetzt mit einem Schädel könnte ich vielleicht noch das und das Motiv machen. Oder wie wäre es, wenn ich das mit diesem Thema kombiniere? Also so geht's mir ganz oft. Das eine führt dann zum anderen, wenn man einmal anfängt mit etwas. Ja, das ist ja oft die größere Hürde. Dann ergibt sich oft der Rest von alleine und es kommen eben die Ideen. Also das natürlich auch. Ich bin mal gespannt, was er jetzt noch sagt oder ob er nur die generelle Meditation meint, wie ich es gerade schon erklärt hatte. For new and exciting ideas. Und er nutzt auch die Stock-Plattform, die ich nutze, sehe ich gerade. I want to say all of, but definitely most of, if not all of, my best ideas have come from actually being in a situation where I could be considered bored. Go for a walk, go for a drive. Ja, aber ich sag trotzdem noch, das ist nicht Langeweile. Stereotypical senior citizen just enjoying life and rocking. Das ist nicht Langeweile, das ist einfach Ausruhen. Just be. Through constantly being in that state of not thinking about anything and allowing new thoughts to come in, that takes practice, especially if you are so used to grabbing that phone anytime that you're super bored. Oh ja, unser Smartphone. Television or video game or whatever. It can be very, very, very difficult for you. Ja, ich glaube nicht mal Fernseher oder Videospiele sind so das krasse Problem. Ich glaube schon, wie er gerade sagte, Geräte auf jeden Fall, also unser Handy. Definitiv unser Smartphone, ja, also wie oft ich mich einfach erwische und das Problem ist, ich will ja auch posten, ich will ja auch meine Sachen promoten, aber wie oft ich mich einfach erwische, dass ich in irgendeinem Strom aus Reels auf Instagram versacke und ich bin schon froh, dass ich nicht dem TikTok-Trend aufgesprungen bin, oh Gott, aber wie oft ich da einfach versacke und Minuten bis dann eine Stunde verstreicht, wo ich da nur sinnlos durchscrolle und ganz ehrlich, keiner von uns fühlt sich danach besser, weder währenddessen noch danach, dass wir uns das angeguckt haben. Deswegen versuche ich es eigentlich größtenteils, ich poste meinen Stuff und gehe dann wieder weg. Und ich weiß, das ist nicht gut für den Algorithmus und ich mache jetzt auch nicht die besten Follower, also ich bin da definitiv kein Paradebeispiel. Es reicht, um meine Sachen zu promoten und um meine Community auf dem Laufenden zu halten auf Instagram. Ich bin da definitiv kein Pro-Influencer darauf, aber es hilft mir einfach. Ich weiß, wenn ich da mehr Zeit investieren würde, dass mir das persönlich nicht gut tun würde. Ich weiß, es würde meinem Business vielleicht gut tun, wenn ich da aktiver wäre. Vor allem direkt nachdem ich was gepostet habe, ist eigentlich so die Faustregel, dass man da danach noch zu anderen Accounts geht, dass man eigentlich selber aktiv auf der Plattform ist und da Sachen postet und so weiter. Mache ich nicht. Aber ich mache es eben bewusst nicht, weil ich weiß, mir tut das nicht gut. Deswegen oft wirst du mich sehen auf Instagram, dass ich irgendwas poste und wieder weg bin. Oder maximal, das mache ich schon noch oft, aber das finde ich dann auch nett, um da aktuell zu bleiben, dass ich bei den Stories von meinen Leuten, denen ich folge, dass ich da mal kurz durchklicke und kurz reagiere. Das schon. Aber ich versuche es tunlichst zu vermeiden, durch den Feed zu scrollen. Also bei mir ist wirklich Instagram Stories, mehr in der Regel nicht, sonst wird es gefährlich. Und das ist für mich die größere Gefahr als Videospiele oder Fernsehen, weil das tue ich schon relativ geplant nutzen nur. Ist vielleicht bei dir auch das Gleiche. Kannst ja auch mal probieren, dass du dich wirklich nur auf die Stories irgendwie fokussierst, auf Instagram beispielsweise oder wo auch immer du aktiv bist, dass du dich da ein bisschen einschränkst vielleicht oder auch sowas wie eine Internetsperre nutzt. Das habe ich letztens für eine Webseite aktiviert. Das hat mir sehr geholfen, dass ich da einfach tagsüber während der Arbeitszeit nicht mehr drauf gehe. Also sowas schon und da wirst du dich definitiv besser fühlen, weil glaub mir, du verpasst da nichts. Just empty out your mind and not think about anything. Just be. Okay, so that's just point one. Point one, fill the library. Fill your library, your mental library. Okay. Sehr guter Punkt. Two tip that I have is always be on. Every movie that I'm on, was meint er? I have worked on multiple projects at the same time, multiple movies. I don't like doing that. Why? Because of this next tip. And this is something that helped me that will hopefully help you. And that is Multitasking generell nicht so gut, right? Ja. And that means that if I'm on a film, it doesn't matter if I'm not working on the film. Everything in my life, everything that's revolving around me, I'm trying to see if it fits into that objective. Das meint er, okay. Character that I'm designing, that creature I'm designing, that film that I'm working on. Right? I would try to plug it in and see, okay, yeah, my aunt and uncle, they're kind of making fun of
son or daughter or something. I don't know. I'm just making this up. They don't do that. But say they were doing that. And what I would do is I would look at that situation and try to put it into the movie. Oh, what if this character did that little mannerism? Would that work? Does that fit? And Okay, also was er gerade anspricht, ist sozusagen reale Erfahrungen auf das aktuelle Projekt umzumünzen, zu schauen, wie man das in das Projekt integrieren kann. Das sage ich auch immer, also sehr, sehr wertvoller Tipp wieder an dieser Stelle, sehr gut. Dass man einfach weil ich dachte erst always be on, das ist so ein bisschen konträr zu dem vorherigen Tipp, ja, also in dem Sinne immer auf Zack sein, immer alles mitnehmen, aber das meint er nicht, sondern dass du wirklich guckst, wie kannst du aktuelle Erfahrungen integrieren in dein Projekt. Und dafür ist es natürlich wichtig, das meinte ich eben mit Multitasking ist eigentlich nicht so gut, dass du dich immer nur erstmal auf ein Hauptprojekt fokussierst, zu jeder Zeit, wo du arbeitest. Hab nicht schon das nächste Projekt im Kopf, sondern zum Beispiel aktuell arbeite ich an meinem Blender-Kurs, dann arbeite ich an meinem Blender-Kurs und vielleicht habe ich noch andere Projekte an dem Tag, okay. Aber innerhalb von der Zeit, diesen 2 bis 4 Stunden oft, fokussiere ich mich nur auf diese eine oder 2 Aufgaben zum Beispiel, passend zu diesem Projekt. Und wenn ich dann zum Beispiel rausgehe in einer Mittagspause oder nachmittags eben spazieren gehe, das mache ich oft, ich versuche mindestens einmal rauszugehen am Tag, weil sonst versacke ich hier, dann schwirrt das natürlich trotzdem noch im Kopf rum und ich versuche das nicht auszublenden aktiv. Ich weiß, es funktioniert nicht, ne? Also es geht sowieso nicht, wenn man sich da forciert, wird man nur gestresster, weil es ist nun mal präsent im Kopf, ne? Und bei mir ist sowieso Arbeit ein sehr wichtiges Ding, mir macht es sehr viel Freude. Das ist schon zu einem Teil meine Identität, deswegen will ich das auch gar nicht ausschalten. Aber wenn ich dann eben unterwegs bin, habe ich ganz oft Eindrücke, genau das, was er sagt, wo ich dann drüber nachdenke, ich sehe jetzt gerade dieses Objekt. Zum Beispiel letztens ging es mir so, bin ich an einem Schaufenster vorbeigegangen und habe da eine nicht direkte Skulptur gesehen, aber eine Figur. Und aktuell ist bei mir natürlich Sculpting im Blender-Kurs sehr relevant oder das ist gerade das Thema, mit dem ich mich beschäftige. Und dann habe ich überlegt, das könntest du eigentlich auch voll gut als Beispiel zeigen in der und der Lektion. Also es schwirrt immer so mit rum und wenn du solche Ideen hast, dann ist es natürlich auch extrem gut, also solche Assoziationen, wenn du diese Verbindung knüpfst, dass du das auch irgendwie notierst. Ja, ich habe natürlich hat man eigentlich immer sein Handy dabei und ich habe mir GoodNotes installiert und auch noch eine andere Notizen-App und immer wenn ich eine Idee habe, ist zack, Gewohnheit, schreibe ich mir das auch sofort in der App auf oder wenn du ein Smartphone nicht dabei hast, halt ein Skizzenbuch, aber ich glaube mittlerweile, das ist ja dieses Problem Nummer 1, ne, haben ja eigentlich immer ein Smartphone dabei. Mach das auch so, ja, das darfst du nicht verlieren, auch wenn du denkst, ja, das merke ich mir. Nein, das muss nicht gegeben sein, ja, oder es kommt dann vielleicht später wieder die Idee, aber vielleicht nicht in dem Moment, wo du es brauchst. Ne? Ich habe da wirklich so verschiedene Tagebücher, wo ich Spaziergedanken tatsächlich nenne ich das, wo ich da auch immer wieder speisen kann aus solchen Ideen. Manche verwerte ich, manche nicht. Aber oft ist es so, wenn ich später zum Beispiel da auch einfach mal zurückblicke und manchmal kommen auch Ideen für nicht relevante Projekte, das natürlich auch. Und dann habe ich plötzlich ein Fundus aus noch nicht verwendeten Ideen. Ja, also mir gehen praktisch eigentlich nie die Ideen aus, weil alleine dadurch, egal welche andere Technik du noch verwendest, aber allein wenn du sowas immer wieder festhältst, ja, spontane kreative Ideen, Assoziation, dann hast du eigentlich schon einen Fundus, wo du nicht ausgehst, also wo dir eigentlich die Kreativität nicht ausgeht. Bei mir ist es oft eher wirklich ein Problem der Zeit. Ich habe unendlich viele Ideen an Projekten. Mir fehlt nur die Zeit, es alles umzusetzen. Ich arbeite jeden Tag kontinuierlich daran, das in die Tat umzusetzen, aber der Tag könnte wirklich mehr als 24 Stunden haben oder wenn man nicht alleine 8 Stunden schlafen müsste. Aber zum Glück fühle ich mich aktuell jetzt auch nicht so gestresst in dem Sinne, fuck, ich schaffe es nicht, das alles umzusetzen, es kotzt mich an, sondern es ist eher so, es wäre cool, wenn ich das noch umsetzen könnte, aber ist jetzt auch nicht schlimm, weil ich weiß, irgendwann komme ich dazu. Ja, eins nach dem anderen abarbeiten. Es soll ja auch Spaß machen. Ja? Also dieses Abarbeiten, das klingt jetzt so falsch, aber ich meine es wirklich positiv und nicht in diesem negativen Sinne, ja, eins nach dem anderen durch und bis man ans Ziel kommt. Nein, eigentlich gibt's ja gar kein Ziel. Ja, bei Kreativität geht's ja wirklich darum, sich zu entfalten und den Prozess zu genießen. Eigentlich, das vergessen auch viele, sollte es gar nicht darum gehen, dass wir irgendwas erzeugen.
Ja, es ist doch völlig egal, was wir dann am Ende als Bild rausbekommen. Klar, wenn du natürlich eine Kundenarbeit anfertigst, etwas, wofür du bezahlt wirst, da ist natürlich ein gewisser Druck dahinter, da musst du was abliefern. Weshalb ich eben auch vielen eigentlich davon abrate, in diese berufliche, professionelle Künstlerrichtung zu gehen, weil das unter Druck setzt. Ja, aber gehen wir einfach mal davon aus, du schaffst jetzt für dich persönlich. Auch wenn du zum Beispiel professioneller Künstler bist, solltest du eben genau aus diesen Gründen auch für dich persönlich immer wieder Projekte erstellen, die nicht unbedingt weiterverwertet werden. Ja, einfach für den Schaffensprozess an sich, dass du dafür schaffst. Einfach der Tat wegen. Ja, weil es so gut tut, weil es entspannt und so viele andere Vorteile hat. Die hatte ich auch schon mal in einem anderen Video besprochen. Kannst du dir gerne nochmal anschauen. Das verlinke ich auch in der Beschreibung. Ja, also einfach wegen dem Prozess, dass wir darin aufgehen und gar nicht erwarten, dass irgendwas dabei rauskommt. Ich habe es auch so oft schon gemacht tatsächlich. Das glauben mir viele nicht, aber ich habe es leider nicht oft genug aufgenommen. Ich zeichne oft einfach auch und lösche die Bilder dann wieder. Ja, also ohne, dass irgendwas zurückbleibt. Jetzt natürlich mit einer Schule versuche ich schon so viel wie möglich aufzunehmen, was ich so mache. Aber manchmal, ne, da auf einer Serviette irgendwas hinkritzeln und dann ist es wieder weg. So why, ne? Es ist völlig egal. Es geht ja darum, diesen Prozess zu genießen. Deswegen da auch ein bisschen vielleicht Perfektionismus rausnehmen und einfach darauf fokussieren, in den Flow zu kommen. Das ist so viel mehr wert als jegliches Resultat, was du daraus dann erstellen wirst. Das vielleicht auch noch. If you're constantly doing that, you tend to have way more ideas. You have way more creativity and you're inspired so much more. There is a part of getting inspired that is conscious, right? It doesn't hit you like a bolt of lightning every time. A lot of times it's because we're looking for something, and that's the reason that we actually find it. The other thing is, hey, name drop a little bit, I hope you don't mind, but I've had the extreme privilege of spending time with incredible, super talented, brilliant, genius artists like Ich habe Bobby Glenn Chu übrigens Keane. auch schon mal live getroffen. I remember Der war having damals dinner auf with der him. The waiter FMX comes over, in takes our Ludwigsburg. order, Da habe ich damals, says a bunch of stuff. kurze Info noch, da habe ich damals an der Filmakademie in Ludwigsburg studiert und wir haben einen Animationskurzfilm erstellt und der und ganz viele andere, auch von Marvel, also da waren richtig fette Leute, nicht fette, aber große Leute, berühmte Leute, sage ich mal, waren da auch dabei und er stand da einfach so eine Schlange vor uns und wir haben uns dann an den Tisch mitsetzen können, wo er auch war. Und ich konnte dann auch ein Foto mit ihm und seiner ganz, ganz lieben Frau machen. Oh, das war so schön, weil ich bin schon sehr, sehr langer Fan auch von ihm und er hat ja auch eine Schule, Schoolism in Englisch allerdings, was auch ein großes Vorbild tatsächlich für meine Schule war, das ähnlich in Deutschland zu schaffen, ja, was wir leider nicht haben hier. Da war er auf jeden Fall ein Vorbild und deswegen, ja, hier auch nochmal an der Stelle. Danke, Bobby, für all die Inspiration und ja, he keeps on giving. Das ist ich werde immer wieder inspiriert von ihm. Und was war jetzt seine Inspiration? Ich gehe nochmal kurz zurück, weil ich jetzt drüber gesprochen hatte, sorry. Glenn Keane. Ah ja, okay. Says a bunch of stuff and then leaves. And we start chatting and then Glenn brings up, hey, did you notice that that waiter would do this and all these different subtle mannerisms, right? And of course, none of us noticed it. None of us noticed it because we're not Glenn Keane. We're not thinking about animation all the time. Ja, wir denken I was natürlich just auch anders, saying ja. some examples of Ah, me cool. thinking about, does this fit into the creature that I'm designing? Does this fit into the character that I'm designing? Glenn, he was constantly thinking about 3D, or not 3D, but motion, animation. And he's looking at the waiter. Oh, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Auch gerade bei dem Thema, was ich eben erzählt hatte mit der Animationsakademie. Davor, ja, wir hatten im Studium ein Semester, wo wir einen Animationsfilm erstellen mussten. Da bin ich auf jeden Fall in Kontakt schon damit gekommen. Aber so richtig mit Animationen in Kontakt bin ich eigentlich erst an der Filmakademie gekommen. Und da habe ich auch festgestellt, krass, die Kreativen hier, die denken einfach völlig anders. Also wenn du Zeichner bist oder Animator, das am besten natürlich beides, dann kennst du beide Welten, aber wenn du erstmal nur eines von beiden bist, wirst du sehen, was für ein krass anderer Blick
der jeweils andere hat und wie er oder sie die Dinge wahrnimmt. Das war für mich damals auch eine extreme Horizonterweiterung. Heute bin ich auch beides, ja, ich animiere auch und ich unterrichte auch Animation tatsächlich, witzigerweise. Ja, also das tut natürlich auch deinen Erfahrungsschatz immens erweitern, wenn du dich mit Leuten aus zwar verwandten, aber dann doch wieder anderen Bereichen unterhältst, austauschst und versuchst auch deren Perspektive anzunehmen. Wie er es gerade sagte mit Animation, da denkt man ganz anders über die Vorlagen nach. Ja, wenn du einen Film anguckst als Animator, dann guckst du dir die Bewegungsabläufe an, überlegst vielleicht, wie kannst du das in Keyframes runterbrechen, was sind da die Schlüsselanimationen, wie kannst du das übertreiben. Ein Zeichner würde viel mehr drauf gucken, wie kann ich das vielleicht in Volumen runterbrechen, was der Animator natürlich auch an der einen oder anderen Stelle macht, aber es sind eben unterschiedliche Fokuspunkte, ja, das ist jetzt nochmal so ganz allgemein gesprochen, das kann natürlich auch extrem helfen, was du dafür zum Beispiel nutzen kannst, also dich mit anderen Kreativen auseinanderzusetzen, die nicht exakt das Gleiche machen wie du, aber trotzdem auch kreativ tätig sind. Oder generell auch andere Menschen, ja, die müssen nicht mehr kreativ sein. Ich glaube, wir können auch sehr viel von Menschen lernen aus anderen Gebieten, die so gar nichts mit uns zu tun haben. Ja, sei es ein Klempner zum Beispiel, keine Ahnung. Also es hat mich auch schon mal inspiriert, wo wir hatten da mal zu Besuch, wo unsere Wasserleitung zu Hause kaputt war, einen Klempner logischerweise. Und ja, da war ich dann auch irgendwie inspiriert, wo er dann so von seiner Arbeit erzählt hat, ein Werk zu schaffen, ähnlich so wie Mario mit den Rohren. Es war ein bisschen weird. Aber das kann natürlich auch inspirieren. Ja, und da kann es natürlich helfen, in erster Linie, wenn es um Kreative geht, dass du vielleicht regelmäßig auf Kreativtreffen gehst. Hier in Stuttgart, mache ich auch zu selten, aber ich habe relativ viel Kontakt mit Kreativen. Da brauche ich das jetzt nicht unbedingt so stark. Und online natürlich auch. Also zum Beispiel Online-Communities geht auch sehr gut. Zum Beispiel auch meine Community auf Discord. Schau da gern vorbei. Da haben wir regelmäßigen Austausch mit vielen verschiedenen Kreativen, das ist sehr cool. Aber eben auch offline, was ich gerade sagen wollte, in Stuttgart hier zum Beispiel ist immer das Illustratorentreffen. Das kann ich empfehlen. Solche Sachen, geh auf Conventions, ne? Also sowas allein, das kann deine Kreativität natürlich auch unglaublich beflügeln. Noticing all the subtle little mannerisms. Stuff that I never. Ja, oder was er gerade gesagt hat mit 3D, geht mir natürlich auch so, gerade weil eben Blender aktuell mein Thema ist 3D, denke ich auch ganz oft, wie könnte ich jetzt dieses Material in 3D schaffen? Wie könnte ich den Shader schaffen? Wie könnte ich diese Bump-Map kreieren? Was sind überhaupt die Texture-Maps, die ich dafür brauche? Also das merkst du schon, es sind dann so ganz andere Gedanken, die man hat als 3D-Artist, als zum Beispiel als Illustrator. Das ist auch sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen, wenn du dich dann mal, und das finde ich ist der große Vorteil, wenn du dich mit all diesen Themen auch mal beschäftigt hast. Du musst nicht in allen ein Experte werden, aber wenn du so nach und nach einfach mal in jedes Gebiet reinschnupperst, das habe ich ja auch mittlerweile. Ich habe so viel mittlerweile gemacht, das hast du jetzt vielleicht schon gehört, ja, Animation, 3D, Zeichnen, aber eben auch traditionell habe ich auch schon skulpturiert. Ölgemälde habe ich so ein bisschen angefangen, da will ich noch mehr machen. Jewelry, also wirklich selber Schmuck herstellen. Alles mögliche, Papercraft. Jetzt habe ich auch einen Plotter, ne, wo ich viel Crafting-Projekte, DIY herstelle. Generell hier auch natürlich mit dem ganzen Business, ne, Videoschnitt, all das drum und dran und noch 1000 andere Gebiete. Game Art war ja, damit hat ja meine Profession angefangen, ne? 3D-Druck, das ist viele, viele Interessen und viele Gebiete, in die ich auf jeden Fall schon mehr oder weniger reingeschnuppert habe. Und all das beflügelt mich jetzt, ja. Ich kann aus diesem riesen Erfahrungsschatz einfach herausnehmen, ja, ich kann daraus profitieren und ich bin nicht in jedem ein absoluter Master, ja, also zum Beispiel Crafting kann ich auf jeden Fall noch sehr, sehr viel lernen und ich bin auch nicht der beste Animationskünstler, das definitiv nicht. Ich kann es auf jeden Fall zu einem gewissen Grad lernen, ja, sonst wäre ich auch nicht Lehrer in dem Bereich, aber meine Stärke ist definitiv eher das Zeichnen und mittlerweile auch 3D, das würde ich so sagen, das ist so mein Schwerpunkt und da vor allen Dingen auch Figuren und Kreaturen, also organisches Schaffen von Werken, so dieser Fantasy-Bereich, Fantasy-Figuren und Kreaturen. Das ist so mein Ding, würde ich sagen, und Knochen und all das. Ja, jeder hat da so seinen Fokus, aber ich finde, jeder sollte sich eben durch diesen Vorteil der kreativen Impulse auch mit allen anderen Sachen immer mal wieder beschäftigen. Ja, du hast jeden Tag, hast du mal 5 Minuten, dann mach vielleicht dazu einen Kurs oder lies ein Buch oder geh mal ins Museum zu etwas, was dich vielleicht sonst nicht so interessiert hat. Ja, selbst abstrakte Kunst, selbst das habe ich schon gemacht, obwohl ich da jetzt nicht so der größte Fan bin. Aber auch das kann einfach befreien, ja. Das musst du ja auch nicht professionell machen, aber einfach für dich, um zum Beispiel auch Emotionen loszulassen, ist das eine wunderbare Geschichte.
Ja, das mal nur noch so nebenbei. would have picked up on. And I'm sure that there will be situations where he's doing another thing and then he'll go back into his mental library and go, oh yeah, there was that thing that I noticed from that waiter. Oh, I'm going to add it in here for this character, right? And you never totally get Ja, that Erfahrungsschatz, genau. unless you're always on. Here's another example. I have a friend where he was saying there was a point where he would look at anything in his vision and he could pretty much nail the numbers of HSB if this was in Geil. Photoshop, right? Or if Also die Farbwerte meint er gerade mit HSB. Helligkeit, Hue, Farbton so rum, Saturation, Sättigung und Brightness, das ist Helligkeit, ne? Also die verschiedenen Einstellungen, die dann zu einem ganz speziellen Farbton führen. Das ist sehr spannend. Das hatte ich auch mal, aber wo ich das hatte, hatte ich auch gerade Farbe studiert, explizit. Da habe ich mich also mit dem Thema auseinandergesetzt. Sonst habe ich das jetzt eigentlich eher nicht so. Gerade ist eher, wie gesagt, so dieses Shader, 3D-Material, überlegen, wie kann ich das umsetzen in meinem Programm in Blender. Aber das ist natürlich auch sehr speziell. HSB-Werte oder Hex-Werte herausfinden, das ist natürlich auch krass. if this was in a digital painting program where it had H for hue, Ah ja, S jetzt for sagt das, okay. saturation, B for black, value, whatever. And he would look at everything, and his always on was looking at every single little color, every single little detail, and trying to figure out what that color would be in terms of HSB. And the more you do that, the better you get. Character artists, any character artists out there? You can say it in the comments because I know I've done a lot of characters before as well. And there's a point where you start to look at everybody as characters. Am I right? Oh ja, das stimmt, so geht's mir auch. Well, that definitely happens to me. I know it happens to a lot of people out there where you're looking Ja. at somebody and you start to go through different shapes of heads. Oh yeah, this peanut shape would match this person's head. Oh, and the Character eyes, design, they're ja. splitting them, moving them up and down, further apart, close together, smaller, bigger, wider, Sehr schöne Porträts fancier, auch. whatever. And you're The piecing Office. together characters of people. Jetzt habe ich es erst Super gesehen, die fun. unten hatte ich nicht Okay, erkannt. Das war The number Office. 3 is to tap Kurz noch, um da vielleicht nochmal drauf einzugehen, was ich vielleicht so als Haupt-Always-On-Skill sehen würde, wenn du Zeichner bist. Ich würde sagen, es ist definitiv, Objekte herunterbrechen zu können. Ja, also wenn du dir irgendwas überlegst, wenn du Zeichner bist, gut zeichnen können möchtest, egal ob das Abzeichnen oder Freizeichnen ist, wobei wir eigentlich alle eher danach streben, irgendwann frei aus dem Kopf Dinge erfinden zu können, dann würde ich sagen, wirklich, wie kann ich dieses Objekt, diese Person oder was auch immer, dieses Tier, wie kann ich das in einfache geometrische Volumen herunterbrechen? Ja, und dann natürlich auch viel mit Perspektive, aber erstmal, wie kann ich das herunterbrechen? Weil das ist so der essentiellste Skill, den du brauchst, und natürlich vereint das auch, was sind die Proportionen davon, ne? Und dann, wenn du zeichnest, wie gut ist meine Strichführung? Vielleicht schattierst du es dann auch aus, dann hast du noch Licht und Farbe, klar. Aber das Wichtigste ist eigentlich immer, wie kann ich das herunterbrechen? Also was macht dieses Motiv aus? Was sind da die Formen und Volumen? Ja, dass du da, ich kann mal kurz gucken, ich switch mal kurz auf mein iPad. Ja, zum Beispiel hier, selbst bei Blumen, ja, selbst da kannst du definieren, okay, diese Lilie jetzt hier zum Beispiel wird eigentlich aus einem Kegel gebildet, ja, so in der absoluten Grundform. In der allereinfachsten Vereinfachung ist es ein Kegel und dann wie viele Blätter, das sind dann wieder Proportionen, ne, aber die allereinfachste Vereinfachung ist halt wirklich hier, und es ist ein bisschen versetzt wegen dem Rand, ist egal, ist hier halt wirklich der Kegel. Oder ein anderes Beispiel, gehen wir nochmal zurück. Hier hatte ich sehr viel mit Blumen gemacht, wie du siehst. Da habe ich ja auch einen eigenen Kurs dazu, aber auch ganz standardmäßig gesprochen. Da fange ich dann auch demnächst an. Ja, mit Perspektive, da wird es bald einen neuen Kurs dazu geben, eben weil das so ein wichtiges Thema ist. Ja, Grundform. Ja, wie kannst du
Allein auch einfach einen Würfel zeichnen dann auch natürlich. Das brauchst du an vielen Stellen. Viele Körper bestehen oder viele Motive bestehen aus Würfeln und Quadern. Und wie kannst du den dann bearbeiten? Ja, hier wie so eine Art invertierter Legostein, so Zylinder nach innen gedrückt. Das auch erstmal zeichnen zu können. Na, hier ist der, sag ich mal, normale Legostein. Was macht das aus? Ne? Wie kann man das vereinfachen? Und so weiter. Das jetzt nur mal als kurzer Einschub. So, das wollte ich noch sagen. Also wenn du dich beim Zeichnen auf irgendwas fokussierst, wenn du draußen unterwegs bist, dann die Vereinfachung in Volumen. Ja, oder vielleicht das mal noch als letztes Beispiel, weil das eigentlich so das Prägnanteste ist. Weil was sieht man, wenn man unterwegs ist? Am häufigsten draußen, das sind natürlich Menschen. Ja, also dass du dich da oder auch zum Beispiel deine Hand, ja, darauf fokussierst, wie kannst du diese herunterbrechen. Ja, siehst du hier sehr schön. Auch hier einfache Boxen für die grobe Handfläche und dann aber eben Zylinder für die Finger. So fängst du an. Ja, die Schattierung ist schön und gut, aber die wirst du nicht meistern können, wenn du eben nicht zuvor die Grundform korrekt mit den korrekten Proportionen erfasst hast. Deswegen ist eben Sehen und Perspektive, diese 2 Grundlagen, sind eigentlich das Entscheidendste, was es gibt beim Zeichnen lernen. Neben Strichführung und Schattierung. So, das mal noch kurz nebenbei. Jetzt gehen wir zurück zum Video. Hier deine Zielgruppe ansprechen. Right? And what I mean by this is a lot of times we are only looking at our art through our own eyes. We're not really thinking about it from the audience's point of view. Does that make sense? Right? Like, think about an aunt that you really love or a relative that you really love and you really know this person. Have you ever been in a situation where you see something? Maybe it's a purse, maybe it's a car, maybe it's just something on your social media and you go, oh, I know who would love this. My best buddy so and so. Ja, wahrscheinlich jetzt auch zur Weihnachtszeit, ne, wenn du nach Geschenken suchst. And then you get back some heart emojis and some, you know, laughing and some comments or whatever because they did like it. And you knew that they would like it because you understand them, right? And this is what I'm talking about, to tap into your audience. If you could tap into your audience the same way that you're able to tap into your best friend, then you would be able to cater to their interests, to their love, to their, you know, fears, emotions, everything. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt so stark mitgehen würde. Es kann natürlich eine Quelle sein der Inspiration, ne, was gefällt den Leuten, die vielleicht auch einfach mal zu fragen, deine Audience oder auch Leute in der Nähe deiner Audience, Leute von, vielleicht auch Fans von anderen Künstlern, zu gucken, was gefällt denn denen. Klar, da kannst du natürlich auch Ideen von generieren. Ich würde nur behaupten, dass das nicht unbedingt förderlich ist für dein Gefühl, weil du da eben, das ist ja genau das Prinzip, weil du da eben nur für andere kreativ schaffst. Und was du eigentlich machen solltest, primär, ist für dich zu schaffen. Ja? Das ist nicht egoistisch, aber Kreativität kommt am ehesten aus dir selber heraus. Und ich finde, die besten Ideen sind eigentlich dadurch entstanden, dass ich etwas aus mir selbst heraus, aus meinen Interessen heraus gezogen habe. Oder aber eben, da würde ich dann mitgehen, ja, tap into your audience, wenn ich Geschenke für andere gemacht habe. Ja, zum Beispiel für meinen Bruder habe ich letztes Jahr eine Final Fantasy Figur erstellt und das war mit sehr viel Herausforderungen verbunden, weil ich da wirklich so eine riesengroße Lampe 3D gestaltet habe und gedruckt habe. Da waren sehr viele Herausforderungen dabei und das würde ich sagen, ist heute eines meiner besten 3D-Werke, genauso wie auch viele andere Geschenke, die ich aber nicht unter Druck, sondern weil ich es wollte, für andere erstellt habe. Ja, also nicht, was gefällt denn denen, was könnte ich denn erstellen, um möglichst viele Follower zu generieren. Ja, also ich glaube, die Intention ist das Wichtige, dass du da nicht guckst, wie kann ich schnell viele Follower generieren, was kommt da gut an, sondern wirklich, wenn du den Wunsch hast, und ich finde, den solltest du haben, wenn du es nicht hast, dann ist es nicht authentisch und es funktioniert auch nicht. Aber wenn du gerne Geschenke machst, dann geh genau da rein
und überleg dir jemanden, vielleicht hast du es jetzt auch schon, wie gesagt, Weihnachten steht zumindest aktuell um die Ecke quasi. Es kann aber auch ein anderer Anlass sein, Geburtstag oder einfach zwischendrin. Ich finde, man sollte auch nicht immer nur einen Anlass haben. Man kann auch einfach Leuten mal so ein Geschenk machen. Finde ich, ist jederzeit eine super Gelegenheit zu gucken, okay, derjenige hat die und die Interessen, ich würde dem gerne ein Geschenk machen. Wie könnte ich das kombinieren mit den Fähigkeiten, die ich habe, oder könnte ich vielleicht sogar Fähigkeiten aufbauen? Wie könnte ich das mit meinen Interessen kombinieren? Zum Beispiel auch letztes Jahr habe ich mir einen Plotter zugelegt und wollte natürlich sehr viel, was Crafting angeht, ausprobieren. Und gleichzeitig gab es, wie aktuell auch, eine Aktion in meiner Community kreativ wichteln. Das heißt, ich hatte eine Person, der ich ein kreatives Werk erstellen sollte. Und da hatte ich mir dann geguckt, okay, wer ist das? Was hat diejenige, es war eine ganz liebe Frau, für Interessen? Und da ging es so um Unterwasser. Ja? Also ihre Interessen waren sehr viel Meer, Segeln, Tauchen, eben unter Wasser. Und da habe ich dann geguckt, okay, ich crafte sehr gern und sie mag natürlich auch Kunst. Das ist natürlich auch Voraussetzung. Wenn derjenige oder diejenige keine Kunst mag, dann ist es schlecht. Aber da wusste ich das. Und da habe ich das dann kombiniert. Ja, ich habe mir ein Unterwassermotiv erstellt in verschiedenen Schichten, also Papercraft. Ich kann ja zeichnen, also das hatte ich schon, diesen Skill. Habe mir das in Procreate vorgezeichnet, die einzelnen Ebenen, muss natürlich recherchieren, ja, wie funktioniert das jetzt so mit Papercraft, auf was muss ich da achten. War jetzt aber nicht so kompliziert. Habe das gezeichnet und dann war die größere Herausforderung, okay, wie bekomme ich das jetzt geplottet, was sind da so die Einstellungen, ne? Und dann habe ich so eine Shadowbox erstellt, quasi eine Unterwasser, also eine Shadowbox mit dem Thema Unterwasser. Und ich finde, das ist sehr originell. Es hat ihre Themen vereint, ihre Interessen vereint und gleichzeitig aber auch meine Fähigkeiten und meine Interessen. Und das finde ich dann, sind eigentlich immer auch so die schönsten Geschenke, vor allen Dingen, wenn man weiß, der oder diejenige hat sehr viel Zeit dafür investiert, viel mehr als, also ich freue mich zumindest immer, selbst egal auf welchem Level, aber ich freue mich eigentlich immer mehr über was selbstgemachtes, weil ich weiß, da steckt halt wirklich Herzblut drin. Das ist nicht einfach gekauft und ja, klar, gekaufte Sachen können auch sehr schön sein, aber das ist, ich finde das immer noch mal eine Nummer wertvoller, wenn man da wirklich sowas Handgemachtes bekommt und weiß, derjenige hat sich halt echt Gedanken gemacht und einfach auch Zeit investiert. Das ist nicht selbstverständlich heutzutage. Und erwarte ich auch gar nicht, ne? Aber eben umso mehr freue ich mich, wenn ich denn dann mal sowas bekomme. Und so ging es ihr dann eben auch, als ich ihr das geschenkt habe. Ich habe es ihr dann auch wirklich zugeschickt. Es war eine richtig, richtig herzerwärmende Aktion. Auch alle anderen, es waren so viele coole Werke dabei. Mal gucken, vielleicht blende ich das auch ein. Und dieses Jahr mache ich es aktuell tatsächlich auch gerade wieder. Ich bin gerade noch mitten dabei, mein Wichtelwerk zu erstellen. Ich bin ein bisschen spät dran, hey, aber ich krieg's noch hin. Also es ist auf jeden Fall auch eine richtig schöne Aktion jedes Jahr und ich liebe es auch einfach, Geschenke zu machen. Ich habe ja auch hier auf YouTube die Aktion mit Random Art of Kindness, da will ich auch noch viel, viel mehr machen. Es reicht nur nicht die Zeit für alles, aber eins nach dem anderen, wie wir gelernt haben. Zum Beispiel auch das Blutspendenthema, da hatte ich ja auch schon ein Video dazu verfasst und dafür ein Artwork erstellt, was ich dann auch verschenkt habe an diejenigen, die Blutspenden gegangen sind und an meine Mitglieder. Ja, also dass ich wirklich auch wichtige Themen unterstütze und gleichzeitig so eine Art Charity-Aktion mit Kunst daraus mache. Das sind auch wirklich so Herzensthemen von mir. Und vielleicht kannst du ja auch sowas Ähnliches machen. Ja, was sind so deine Herzensthemen oder wen wolltest du schon immer mal kreativ beschenken? Und dann mach das. Ja, da wirst du auch, das ist ja auch eine Problemlösung, ne? Problem, ich habe jemanden, den ich beschenken möchte. Das sind seine Interessen. Wie kann ich das jetzt lösen? Also wie kann ich dafür jetzt ein Werk schaffen, was ihm gefällt oder ihr? Ne, das könnte ja auch so eine Sache sein. Kreativität ist eigentlich Probleme lösen, aber eben auf kreative Art und Weise. Everything. You'd be able to connect with them so much better because you know them so much more. And a lot of times that is something that takes conscious effort. Let me imagine. Und das kommt vielleicht auch noch hinzu, weil ich das gerade gehört habe, dass man denjenigen dann auch besser versteht. Natürlich ist es dann eben auch nicht nur, du hast ein Werk geschaffen, ne, wenn du jetzt ein kreatives Geschenk für jemanden erstellst, sondern du connectest dann auch mit der Person viel mehr. Ja? Du fühlst dich viel verbundener mit dieser Person, du förderst die Beziehung eigentlich auch an der Stelle. Das kommt natürlich auch hinzu. Also eigentlich hat das nur Vorteile. Myself as a 10-year-old child watching this thing. Am I scared? Ja, Am I seine laughing? Pflanzenpeople, die sind so Do I cute. love it? Am I having the right emotion that you want me to have? This is something
like I said, that takes practice and you'll get better at it and better at it. And if you keep at it, you will get to the point where you'll be like, yeah, that's gonna hit. That Ja, wie gesagt, ich muss da wirklich sagen, es kommt voll auf die Intention drauf an. Ich bin da überhaupt kein Fan davon, zu gucken, ja, was kommt denn jetzt so richtig gut bei meiner Community an? Wie kann ich sicherstellen, dass ich da jetzt wirklich Likes, Aufmerksamkeit und vielleicht Follower bekomme? Darum geht's mir echt gar nicht. Klar, schon, ich möchte helfen und ich möchte da natürlich auch Content produzieren, der ankommt, aber es ist nicht meine primäre Intention. Ich glaube auch nicht, dass es gut ist, wenn das deine wäre. Es sollte immer mitschwingen. Ja, wenn du jetzt irgendwas erstellst, geht mir ja auch so, ne? Wenn ich jetzt plötzlich, keine Ahnung, einen Klempnerkurs, wir hatten vor uns das Thema Klempner, wenn ich jetzt plötzlich einen Klempnerkurs machen würde, weil mich das Thema plötzlich interessiert, das wäre richtig weird, ja, das mache ich nicht. Und ich bin jemand, mich interessieren sehr, sehr viele Dinge, ja, ich kann mich für alles begeistern, aber trotzdem gucke ich auch da und ich muss mich auch da schon beschränken, ich mache jetzt schon sehr, sehr, sehr viel, aber ich gucke da trotzdem auch, dass ich immer was mache, was dann auch meinen Kunden, meiner Community auch entgegenkommt, was sie auch interessiert, aber es sollte nicht dein primärer Antrieb sein, das wollte ich hier nochmal wirklich festhalten, weil da kann man sehr schnell in eine Teufelsspirale abdriften, wo man dann nur noch für andere schafft und sich so kreativ ausgelaugt fühlt, weil man eben sich nicht selber bedient. Ja, also wirklich Kunst sollte man erstmal in erster Linie für sich selber schaffen, um es auch beständig weiterhin tun zu können, weil man eben sonst, glaubt mir, man brennt irgendwann aus. So ging es mir, als ich gefreelanced habe für ein Game-Studio. Irgendwann konnte ich gar nichts mehr für mich schaffen und hatte auch nicht wirklich mehr Lust, Freelancing-mäßig was zu machen. Und da bin ich auch Gott sei Dank weg davon. Aber wirklich so professioneller Artist sein, das ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Und da kannst du eben auch sehr schnell abdriften, selbst wenn du nicht professionell arbeitest, wenn du diesen Hintergedanken hast, ich mache das jetzt für meine Audience, für meine Follower. Es ist cool, wenn sie es überschneidet, das sollte die ideale Sache sein, aber ich würde nicht damit starten. Was gefällt den anderen? Was könnte ich denn da schaffen? Ich würde eher so losgehen, was habe ich selber für Ideen, was wollte ich schon immer schaffen und dann gefällt es auch meinen Followern. So würde ich eher rangehen an die Sache. Ja. is going to be super creative because I know that, 14-year-old girls are going to die over this wonderful character, this wonderful creation you made. Sehr spezifische Zielgruppe, So okay. if you like this video, you'll love my other video, 6 Bad Art. Ja, das gucken wir jetzt nicht an. Das ist sicherlich auch ein gutes Video. Vielleicht mal in Zukunft. Kannst ja gerne mal einen Kommentar da lassen, ob ich auch diese 6 schlechten Gewohnheiten von Künstlern mal darauf reagieren soll. Ansonsten war es das jetzt erstmal an der Stelle. Ich lasse es mal hier am Anfang. Genau, also das war jetzt mein Take zu Creativity Steroids. Ich lasse den Link zum Video auch nochmal in der Beschreibung. Genau, also ich finde, er hat da eigentlich 3 sehr wertvolle Dinge angesprochen. Ich gehe nochmal hier hin. Ja, also fülle deine mentale Bibliothek nochmal so zusammengefasst. Schau dir Referenzen an, schau dir Museen an, Bücher an, was auch immer. Aber um eben neuen Output zu generieren, brauchst du erstmal Input. Ne, das ist so das Erste. Dieses Zweite, always be on, dass du, wenn du unterwegs bist, dich immer auf Sachen fokussierst, entweder auf dein aktuelles Projekt bezogen oder generell deine Tätigkeit. Ja, zum Beispiel, wenn du besser im Zeichnen werden willst, was ich vor uns meinte, dann guck immer, wie kannst du die Objekte herunterbrechen. Hab vielleicht auch immer ein Skizzenbuch dabei und in Wartezeiten, zum Beispiel, was ich oft mache, wenn es jetzt nicht gerade eisig kalt ist im Winter, habe ich eigentlich immer mein iPad dabei und zeichne da zum Beispiel die Umgebung oder Leute, die mir entgegenkommen oder auch einfach so Fotos, die ich auf dem iPad gespeichert habe, versuche ich runterzubrechen. Also ich versuche eigentlich jede Minute da schon irgendwie zu nutzen und meine Skills weiter zu verfeinern. Aber auch generell, ja, lass auch einfach Assoziationen auf dich zukommen, sei es unter der Dusche, beim Spazieren oder wie auch immer. Da werden Ideen kommen. Wichtig ist nur, halte sie auch fest. Ja, auch da hab vielleicht immer ein Notizbuch oder dein Smartphone dabei. Das habe ich zumindest immer dabei. Sollte eigentlich nicht so schwer sein. Das ist eine gute Methode, um auch kreativer zu werden. Und das Letzte, was er jetzt meinte, tap into your audience, also deine Zielgruppe ansprechen, da drauf eingehen, was deren Interessen sind, wo ich so ein bisschen zwiegespalten war, ne, wo ich meinte, kannst du machen, aber es sollte nicht deine erste Intention sein. Was du eher machen kannst, wo du direkt in das Interesse
deiner Zielgruppe reinsteigen kannst, ohne dich selbst zu verlieren, ist sowas wie Geschenke zu machen, kreative Geschenke, kreatives Wichteln. Ja, da kannst du deine eigenen Skills kombinieren mit einer Wohltat sozusagen, wo du dich gut fühlen wirst. Die Person, die beschenkt wird sich gut fühlen. Das ist einfach eine der besten Sachen, die du mit deiner Kreativität machen kannst. Die Welt verschönern, anderen Leuten eine Freude machen und selber deine Skills ausbauen oder anwenden. Ja, also das finde ich eine super Sache. Ja, also wie gesagt, bis auf diesen dritten Punkt gehe ich damit d'accord, was er hier gesagt hat. Das sind sehr fundierte Tipps. Er ist natürlich auch ein professioneller Artist, da habe ich nichts anderes erwartet. Er ist ja ein liebes Vorbild von mir, wie gesagt. Kannst du auch gern weiter reinschauen, kann ich nur empfehlen. Toller Typ. Und ja, das war's an dieser Stelle. Ich hoffe, dir hat das React gefallen. Es ging jetzt wieder ein bisschen länger als erwartet, aber hey, ich hoffe, es waren viele Tipps dabei, die dir helfen. Und ansonsten würde ich sagen, lass bitte ein Abo da und ein Like, ja, dass du zukünftige Videos wie dieses und Tipps für digitale Künstler nicht verpasst. Und ansonsten war's das an dieser Stelle mit dem React. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinen Kreativprojekten und würde sagen, bleib kreativ und bis bald.